Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Food Haul. Endlich mal wieder nach langer Zeit zeige ich euch unseren Wocheneinkauf und im Anschluss daran, was ich geplant habe in der folgenden Woche aus diesen ganzen Sachen zu kochen. Also unseren Speiseplan. Ich war das erste Mal seit Jahren mal wieder bei Kaufland einkaufen und ich muss sagen, es hat sehr großen Spaß gemacht, mal in einen anderen Supermarkt zu gehen. Normalerweise bin ich ja so ein Aldi- und Lidl-Einkäufer, aber ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Positives über Kaufland gehört und das wollte ich einfach mal testen. Ich kann schon mal so viel sagen, ich bin sehr happy mit dem, was ich gekauft habe und auch mit den Preisen. Tatsächlich. Ich bin ein bisschen über Budget. Ich habe aber auch Sachen eingekauft, die normalerweise nicht so häufig bei uns im Einkaufswagen landen. Ich lege aber erstmal los und zeige euch, was ich alles eingekauft habe. Und wie immer geht's los mit Obst und Gemüse. Ein bisschen langweilig. Wir brauchten Zwiebeln und Knoblauch. Ich habe die roten Zwiebeln genommen, weil das waren die günstigsten. Es gab keine anderen Zwiebeln mehr, aber die mag ich auch mal ganz gerne. Ingwer und Zitronen habe ich ganz viele gekauft, weil ich Ingwer-Shots machen möchte. Denn ich merke, es ist eine Erkältung im Anmarsch und da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Dann habe ich hier einmal Frühlingszwiebeln und Radieschen. Die sind schon so fertig abgepackt gewesen, denn die waren in so einer Ich-bin-noch-gut-Kiste. Und dieses Bund Radieschen hat jetzt 41 Cent gekostet. Und mein Sohn liebt nämlich Radieschen. Der snackt so ein Bund in 5 Minuten weg. Außerdem eine Gurke. Das ist ja schon fast pures Gold im Moment. Ein Dreierpack Paprika, 2 Avocados, einmal Babyblattspinat, eine Packung Champignons und diese kleinen Cherry-Tomaten, diese dreifarbigen. Wir haben eigentlich noch ziemlich viele Äpfel zu Hause. Ich habe trotzdem nochmal 4 Stück gekauft, denn normalerweise gehen die bei uns weg wie nichts. Außerdem einmal grüne Trauben und einmal Blaubeeren. Die esse ich nämlich im Moment total gerne im Porridge. Ich mache mal weiter mit den gekühlten Sachen. Einmal Gouda am Stück. Der war nämlich deutlich günstiger als schon die geschnittene Variante. Bei Käse immer auf den Kilopreis im Moment schauen, weil Käse ist halt echt teuer geworden. Und ich habe mir angewöhnt, da halt wirklich ganz doll auf den Kilopreis zu achten. Denn häufig denkt man, man kauft das vermeintlich günstigere, ist aber tatsächlich gar nicht so. Hier bei Kaufland war jetzt das Stück am günstigsten und eine Packung Frischkäse habe ich auch noch gekauft. Das sind eigentlich so, Gouda und Frischkäse sind so die beiden Sachen, die wir halt eigentlich immer für Brote zu Hause haben. Also wir haben nie Wurst oder sowas zu Hause, schon seit Jahren nicht mehr. Eine Packung Eier, die waren zugegeben recht teuer. Aber es gibt theoretisch auch etwas günstigere Eier, auch Freilandhaltung bei Kaufland. Die waren aber alle ausverkauft. Zum Frühstück essen wir total gerne Joghurt mit Haferflocken und Obst. Ich habe eigentlich 2 von diesen Bechern gekauft. Bei Aldi und bei Lidl kaufe ich immer diese Kilo-Eimer mit Joghurt. Aber die gab es bei Kaufland jetzt auch. Aber 2 500 Gramm Becher waren deutlich günstiger als ein Kilo-Eimer. Ich habe jetzt nur einen Becher mit nach Hause genommen. Ich hatte eigentlich 2 im Einkaufswagen. Der zweite ist aber leider kaputt gegangen. Den hatte ich irgendwie im Einkaufswagen blöd gestapelt, habe da irgendwas draufgelegt und da ist der Deckel kaputt gegangen. Sehr schade. Das heißt, ich werde die Woche auf jeden Fall nochmal Joghurt kaufen müssen, denn das reicht nicht, so ein Becher. Oder das reicht nicht lang. Und einmal Ricotta brauche ich für ein Gericht. 3-mal Schlagsahne. Außerdem habe ich 3-mal frische Milch gekauft. Und nicht fallen, bitte. Aber auch einmal Haarmilch für den Vorratsschrank, für den Notfall. Dachte, das kann nicht schaden, sich da doch irgendwie nach und nach so einen kleinen Vorrat anzulegen. Zu den Sachen, die ich eigentlich eher selten kaufe, gehören diese Joghurts oder generell halt solche Joghurts, weil wir meistens immer nur den Naturjoghurt kaufen. Aber ja, im Moment habe ich da Bock drauf. Deswegen habe ich hier wie so ein Fruit-Abklatsch von der Kaufland Eigenmarke gekauft. 2-mal Pfirsich-Maracuja, einmal Mango und einmal Erdbeer. Und, weil sie im Angebot waren, 2-mal Almigurt Schoko. Die mag ich nämlich auch total gerne, diese stichfesten Schokojoghurts. Sehr lecker. 2-mal Haferflocken kamen mit für unser Frühstück, fürs Joghurtfrühstück und fürs Porridge. Was wir auch eher selten kaufen, sind schon fertige Nudeln. Aber die Packung Bandnudeln war relativ günstig und wir haben Bandnudeln geplant. Wir machen die normalerweise mit unserer Nudelmaschine selber. Aber ich habe sie jetzt doch mal mitgenommen. Und eine Packung Penne für den Notfall, wahrscheinlich für heute. Denn ich möchte heute ein Nudelgericht machen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, heute Nudeln selber zu machen.
Deswegen einmal noch eine Packung Penne. Außerdem Tortellini. Ich liebe Tortellini. Wir kaufen immer die Ricotta und Spinat. Da habe ich 3 Packungen von gekauft. Genauso wie 3 Packungen Gnocchi. Um frisches Brot zu backen, habe ich einmal Dinkelmehl Typ 1050 mitgenommen. Wir haben noch eine Packung Vollkornmehl, die mische ich meistens miteinander. Und Hefe brauchten wir aber, denn wir haben keine mehr da gehabt für ein Brot. Jetzt sind wir wieder ausgestattet. Ich kann wieder anfangen zu backen. Ich habe zweimal Tomatenmark mitgenommen. Da hat eine Tube, ich glaube 99 Cent gekostet, obwohl es die Biomarke ist. Ist aber auch nur zweifach konzentriert und nicht dreifach. Also ich glaube, bei Aldi war das deutlich teurer. Bei Aldi ist das aber, glaube ich, auch dreifach konzentriert. Also da muss man dann schon so ein bisschen drauf achten. Also ist dann halt nicht 1:1 das gleiche Produkt. Für den Vorratsschrank, weil sie so schön günstig waren, habe ich zweimal passierte Tomaten mitgenommen. Ich versuche ja eigentlich immer nur streng nach Einkaufsliste einzukaufen im Moment, um im Budget zu bleiben. Aber wenn ich dann sowas sehe, dann nehme ich das halt mit. Da habe ich jetzt 2 Stück von mitgenommen. Und für das Nudelgericht brauchten wir getrocknete Tomaten. Kommen wir zu den Snacks. Ups. Da brauchen wir eigentlich überhaupt nicht viel, weil wir haben von Karneval so viele Süßigkeiten. Wir haben da so viele Süßigkeiten auf dem Rosenmontagszug gefangen. Das heißt, wir brauchen weder Schokolade noch Gummibärchen in irgendeiner Art und Weise. Aber für mich als Snack gilt auch das hier. Eingelegte Gurken hatten wir super lang nicht mehr und ich bin dran vorbeigelaufen und habe richtig, richtig Bock auf eine eingelegte Gurke gehabt. Deswegen habe ich die mitgenommen. Ich habe einmal diese Käsestänglis mitgenommen und hier so eine Partytüte. Da sind irgendwie so ein paar Salzbrezeln drin und so Cracker und ja, das sah ganz lecker aus und ich glaube, mein Sohn, der mag das auch total gerne. Das war es tatsächlich mit dem Wocheneinkauf. Was habe ich bezahlt? Gekostet hat das Ganze 67,42 €. Unser Wochenbudget liegt normalerweise bei 65 €. Das heißt 2 € drüber. Aber wenn man mal bedenkt mit den ganzen Joghurt und den Snacks, hätte ich das jetzt nicht gekauft, das waren jetzt extra Ausgaben sozusagen oder auch nicht die Sachen für den Vorratsschrank, wäre ich definitiv im Budget geblieben. Und ich muss sagen, dafür, dass es halt auch jetzt doch so viel Gemüse ist und so weiter, bin ich sehr zufrieden mit dem Preis. Ich räume jetzt erstmal alles weg und dann erzähle ich euch, was ich daraus kochen werde. Eingeplant habe ich für diese Woche 6 Gerichte. Am 7. Tag werden wir dann improvisieren mit dem, was wir noch da haben. Als allererstes eingeplant für heute, weil wir noch super viel Aubergine im Kühlschrank haben, die wirklich weg muss, ist ein Nudelgericht mit Aubergine, so einer Tomatensauce, Aubergine und Ricotta. Sehr lecker. Da freue ich mich auch schon sehr drauf heute Abend. Außerdem habe ich einen Tortellini-Auflauf geplant. Das ist so ein Rezept, das ich mal vor einiger Zeit bei Pinterest gefunden habe, das super schnell geht und total lecker ist. Dafür braucht man auch gar nicht viel, nämlich nur die Tortellini und ein bisschen Sahne. Und die Cherry-Tomaten brauche ich dafür. Und Mozzarella, die geriebene Mozzarella haben wir noch im Kühlschrank, deswegen passt das ganz gut. Außerdem habe ich ein Avocado-Pesto geplant. Diese Woche ist sehr, sehr nudelreich. Ich sage schon mal direkt, es gibt fast jeden Tag Nudeln. Ich habe im Moment sehr, sehr große Lust auf Nudeln anscheinend. Für das Avocado-Pesto habe ich Avocado gekauft, da brauchen wir ein bisschen Zitronensaft für. Ich habe den Babyspinat dafür gekauft, da mache ich auch was davon rein, statt Basilikum. Parmesan haben wir noch im Kühlschrank am Stück, deswegen, ja, sollte das eigentlich ganz lecker sein. Die Nudeln dafür werden wir dann wahrscheinlich selber machen. Ausnahmsweise kein Nudelgericht. Gnocchi mit einer Pilzrahmsoße esse ich auch oder essen wir immer sehr, sehr gerne. Gnocchi habe ich dafür gekauft, Sahne habe ich dafür gekauft, Pilze habe ich dafür gekauft. Wir haben noch ein paar im Kühlschrank, die werden aber nicht ausreichen. Deswegen habe ich noch eine zweite Packung gekauft. Und was habe ich gesagt? Ach ja, Frühlingszwiebeln, die habe ich auch dafür gekauft. Die kommen nämlich auch da rein und verleihen dem Ganzen dann nochmal ja so ein bisschen was Besonderes. Sehr lecker. Für einen Tag habe ich Fisch eingeplant. Fisch haben wir eigentlich fast immer in der Tiefkühltruhe. Da kaufen wir regelmäßig immer was auf Vorrat und frieren das Ganze ein. Also wir kaufen frischen Fisch und frieren das dann selber ein. Wir kaufen den meistens im Angebot bei Metro, so ein wie heißt es denn? Großhändler, genau. Und da haben wir noch einiges von in der Tiefkühltruhe und wir versuchen einmal die Woche Fisch zu essen. Deswegen gibt es das voraussichtlich mit Bandnudeln. Dafür habe ich die Bandnudeln dann gekauft. Ich werde da eventuell so eine leichte Zitronensauce oder so dann zumachen. Und noch irgendwie einen Gurkensalat oder so als Beilage. Mal schauen. Und das letzte Gericht, das war ein Wunsch von meinem Mann, nämlich Steak mit Nudeln. Steak haben wir jetzt nicht hier. Das wird dann noch extra gekauft. Also das müsste man theoretisch auch noch zu diesem Wochenbudget dann dazu rechnen. Auch da machen wir das, also bei Fleisch machen wir das häufig so,
wenn wir Fleisch kaufen oder so, ja, sowas für Steak oder sowas, das kaufen wir dann auch meistens im Großhandel bei Metro, kaufen da halt auch, wenn es dann ein ganz gutes Angebot gibt, halt ein großes Stück, da kommen wir ja nur so riesen Batzen und frieren das dann, schneiden das dann halt auch zu, portionieren das und frieren das dann ein. Und das werden wir dann mal, also das macht dann meistens mein Mann, so er ist so der Fleischverantwortliche für unter uns. Er kauft das dann und dann wird es irgendwann in dieser Woche dann Steak geben und was dazu. Bin mir noch nicht sicher, wahrscheinlich einfach so ein bisschen Gemüse in den Ofen. Wir haben noch Kartoffeln, dann mit Zwiebeln zusammen in den Ofen und vielleicht kann man auch noch eine der Auberginen damit verwursten. Das sind dann so Beilagen, die ich dann halt aus dem zusammenschmeiße, was dann halt noch da ist und was nicht für andere Gerichte benötigt wird. Das klappt eigentlich immer ganz gut. So viel zum dieswöchigen Speiseplan und zu unserem Wocheneinkauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn ihr wieder mehr Food Haul sehen möchtet. Ich freue mich immer darauf, von euch zu hören. Und dann sage ich mal, bis dann. Tschüss!